Mollusk. Nein, es knatscht jetzt nicht die ganze Zeit. Nevermind. Webcam-basierte Gefühlsreaktionen powered by Effektiver. Überspringen mit so, das lädt jetzt ein bisschen langsam. Aufgrund der expliziten Darstellung in diesem Spiel, dieser Simulation, ja, war zu schnell. War auch zu schnell. Wer das lesen möchte, möge bitte das Video anhalten. Ja, das glaube ich. So, das sind ja meine alten Games. Wir haben es ja schon mal gespielt. Damit ich aber den Effekt davon habe, machen wir ein neues Spiel. Und beginnen. Ja, die Helligkeit lassen wir mal so. Ja, dann würde ich auch wegkratzen. So, es lädt. Und Welt. Ja, der Balken füllt sich. Mal gucken, dass die Augen frei sind. Ich habe mich damals dummes Huhn genannt. So, jetzt dauert es einen kleinen Moment, bis ich mich bewegen kann. Das hatte ich damals auch. Aha. So, jetzt können wir ja hier gucken. Das sind verschiedene Bilder. Die sind teilweise auch das Team. Na, oh Gott, wow. Der Blick. Was haben wir hier noch Schönes? Da haben wir die ganzen Sprüchen. Ja. Hier haben wir jetzt ein Terminal. Besuche zum Verfahren. Das Spiel haben sie jetzt übrigens auch als VR. Hallo Doktor, unsere Gesichtserkennungssensoren zeigen an, dass du neuester Neuroprober sein musst. Willkommen im Team. Dass du heute besonders zeitig gekommen bist. Wir halten es für hilfreich, neue Neuroprober vor dem Eintreffen von Kollegen und Kunden zu begrüßen. Hier gibt es sehr, sehr viel. Ja, Abis Augen von gestern, ne? Sehr, sehr viel zu lesen. Tauchst du ins Unterbewusstsein unserer Patienten ein, um ihnen bei der Bewältigung von psychologischen Traumata zu helfen. Dies ist eine äußerst wichtige Arbeit, die ein großes Maß an Sicherheit und Diskretion erfordert. Wir werden jetzt deine Identität prüfen. Weiter. Die Erfahrung, die dich erwartet, wird anstrengende und verstörende Szenen und Situationen enthalten. Diese Szenarien können unangenehme Reaktionen bei Teilnehmern hervorrufen, gegenüber Ausführungen und Abbildungen zu psychologischen Traumata besonders empfindlich sind. Wenn du fortfährst, übernimmst du die volle Verantwortung für alles, was du erleben wirst. Ja. So. So, machen wir mal. Dann. Und. Machen wir wieder Huhn. Huhn finde ich gut. Wir haben gesehen, dass du das dir zugeteilte Gerät trägst. Danke für das Einschalten der für das Einhalten, nicht Einschalten. Du wirst sehen, dass Tipps und Interaktionsmöglichkeiten innerhalb des Instituts durch die Linse hervorgehoben werden. Deine Erstregistrierung ist abgeschlossen. Bitte begib dich in den Mitarbeiterbereich hinter dir. Wurde mit deinem Mitarbeiterkonto synchronisiert und wird dir die Türen öffnen. Alles klar. Was haben wir hier? Okay. Nee, hier kommen wir nicht rein. Ah, hallo.
Hier haben wir Fahrstühle. Behindertentoilette. Push. Push will nicht. Ah, hier, Multi-Toiletten. Sieben Jahre, 4 Jahre, 7 Jahre. Öffnen. Ach, guck mal, Dr. Tanarun. Es sieht schon anders aus, ne? Ja. Licht her. Also ich glaube, letztes Mal sah das ein bisschen anders aus. Rennen können wir gar nicht, ne? Welt ist abgeschlossen. Ich glaube, wir gehen mal direkt ins Büro. Was haben wir denn hier Schönes? Die Terminal. Hier ist eine Tür, die ist zu. Noch zu. Frieden aus Chaos. Wollen wir Feueralarm auslöschen? Was steht? Entdecke. Wir empfehlen das Neuroproba ihr Istalgia-Gerät während des Neuroprobings und ihres Aufenthalts am Institut zu tragen. Dies erleichtert den Übergang aus der realen Welt in die Gedächtnislandschaft und reduziert Erschöpfung, Kopfschmerzen, Desorientierung. Das ist der beste Freund des Neurophobers. Das heißt also, sobald ich irgendwo drauf halte, übersetze mir das auch. Das finde ich eigentlich ganz gut. Die Gedächtnislandschaft spürt alles. Ruhe, Stress und Angst. Die Bilder verändern sich, umso mehr das Spiel registriert, dass du halt auf die ganzen Sachen reagierst. Trauma. Dies kann jederzeit passieren. Was haben wir hier? Selbst die kompliziertesten Knoten brauchen manchmal eine Hand, die sie entwirrt. Okay. Was haben wir? Ich stehe im Mülleimer. Hier haben wir einen Brief. Oh, warte. Ah, mit Rechten. Da ist nichts. Ah, hallo Dr. Huhn. Wir heißen dich herzlich am Heina Neurostalgia-Institut willkommen. Dieser Raum ist dein Büro und wir hoffen, dass du hier alles findest, was du benötigst, um dich an deiner Linse, ich sag jetzt nur noch Linse, kannst du dich auf deinen Hauptcomputer anmelden, der sich gegenüber von dem Schreibtisch befindet. Du kannst dort jederzeit mit deiner Arbeit beginnen. Wir heißen dich nochmals in unserem kleinen Neuroproba-Elite-Team willkommen. Wir fühlen uns geehrt, dass du nun ein Teil unseres Teams bist. Mit freundlichen Grüßen. So, das ist das Mitarbeiterhandbuch. Da drüben liegt auch noch ein Buch. Wir haben noch gar nicht, den ersten Patienten sind wir noch gar nicht so weit, Ina. Was haben wir hier? Notes. Okay, Orbit. Ah ja, müde vom Sport. So, willkommen Dr. Huhn. Das ist einmal das Handbuch. Trauma. Oh, hier kann man noch ein bisschen was lesen. Das lesen wir jetzt nicht alles durch. So, wir haben ja hier verschiedene Patienten. Wir haben ja wo wir beim ersten Mal getestet haben, haben wir ja die 3 gemacht. Die beiden sind neu. Und hier kann man sich halt noch... Da kommt noch was, das kommt noch was. Tischchen. Okay, machen wir jetzt das Intro. Abdruck und Intro-Sim wurde aktiviert. Du kannst es mit dem neuen Problem beginnen. Bitte geht durch die Tür rechts vor dir zur Kammer. So. Machen wir den Testpatienten. Sieht schon scharf aus hier. Ja, die haben 2 neue Patienten dazu gepackt, Ina. Das hat in letzter Zeit auch nicht nochmal gespielt. Es hat sich aber auch viel geändert von der Optik. Ja, die haben das ganze Spiel nochmal bearbeitet, weil es auch in VR jetzt spielbar ist. Und für diejenigen, die es interessiert, das Spiel ist im Moment von 19,99 auf 4,99 runtergesetzt bei Steam. Falls es mal jemand selber spielen möchte. Loading Client Mindscape Imprint. Wollen wir mal
Den Testpatienten. The Intro Sim is a simulated mindscape created by the Neurostalgia Institute to ensure new neuroprobers are fully prepared before working with their first client. Although not as complex as an actual client, the Intro Sim offers unique guidance to train and remind neuroprobers of the key principles and techniques of neuroprobing. We at the Neurostalgia Institute hope you enjoy this introductory simulation. Things have become almost unbearable for me. And for my family. Nothing has helped. I guess that's why I'm here. So, if I just talk about my troubles, you'll be able to use it later to help with the procedure? Seems hard to believe, but you're the experts. I think many of my issues started when I was young. So, why don't we start with my childhood days, yes? Okay, let's see. I was raised in a lovely cottage in rural Germany. We didn't have much, but my twin sister, our father and I got by. There was actually a great famine for much of my early childhood, and often we went without food. I had many happy moments with my family, but the darkest times began when my father remarried. My stepmother always resented my sister and me. We didn't like her much either, to be honest. God, she was horrible. Sometimes she would take my sister and me out for long walks in the forest, and then she'd hurry home. My sister and I couldn't keep up, and we'd often get lost. We learned to leave a trail of whatever we could find on those walks to help us get home. I guess, in some ways, our stepmother helped us become resourceful like that. My sister is a real fighter. The kind of woman any girl or boy could look up to. She volunteers to work with various youth organizations now. Enough about her. Okay, what else? Maybe I should talk about my feelings, yes? You may find it hard to believe, but I've always struggled with various eating disorders and anxiety around food. Eating anything rich makes me feel scared and anxious. It's hard to describe. My sister has actually experienced similar issues, and it has worsened for us both as we've gotten older. That's not normal, now, is it? We've seen countless doctors about this in the past. They've determined that our issues may be trauma-related, but have yet to help us sort out the underlying source. They have yet to fix us. That's why we're here. So, das war die Vorgeschichte. Das ist jetzt erstmal das Tutorial, wenn ich denn laufen könnte. Hallo, Spielchen. Na, lädst du immer noch? Aha, jetzt. Welcome to Neuroprober Training. I am pleased to be your guide. When I'm speaking, you can always make a right-click motion to skip the instruction. Okay. Whether you are speaking with the client directly or neuroprobing within their mind, it is always imperative to listen. You'll find that every detail of the subconscious is trying to tell its story. In the case of our clients, it's often the forgotten story of the trauma they experienced. Some parts of the client's memory may have become confused or corrupted by the conscious mind's attempts to reconcile or cover up the truth of what happened to them. However, if you look closely and carefully in the right places, you will find that the truth will ultimately shine through. Okay. Some parts of the subconscious allow you to interact with them, while neuroprobing, make a left-click motion to engage with it. Holding on to right-click will allow you to move the item around to examine it further. When you are done, you can make a left-click motion again, and it will return to its natural position. Oh,
Oh, guck mal. Spielzeug. Auch schon ein bisschen älter, ne? Hier, für unsere Naschkatzen. Ah, Cupcake. Haben wir noch irgendwas hier? Das sieht schön aus, ne? Also ich kann mir das gut vorstellen, wenn du das als VR spielst. Einerseits schön, andererseits... Oh. Ach so, ja. While neuroprobing, you will encounter objects that look like photographs. This is how your consciousness interprets the concrete memory moments it finds within the client's psyche. Typically, there are about 10 of these memory photos found in each psyche. The mind can only hold on to so much. You'll find that half of these photos present an actual moment relating to the trauma. The other half tend to be false memories created by the client's conscious mind. It will ultimately be up to you to determine which are which. More on that later. Okay. Hasste meine Zwillingsschwester und mich. Jo. So, haben wir eingesammelt. Wo müssen wir jetzt lang? Ah, hier ist die Tafel. When you acknowledge a memory photo, it will surface more prominently in the client's psyche, and at that point can be found in a safe area of the mind, often where you begin within the client's mind. When you have found all 10 photos, you must put 5 of the memories that actually represent the trauma in the proper order. Doing so will, at last, fully release the memory to the client's conscious mind. Often he or she will experience a breakthrough at this moment. That breakthrough is what every neuroprober lives for and is the key to the client finally being able to work towards true recovery. Alles klar. Was haben wir hier? The most important thing you do as a neuroprober is find and acknowledge these photos. However, this is easier said than done. While some photos are freely available in the subconscious, others are buried deeply within and will need to be coaxed out. Ach, guck mal, da ist ein Bild. Was? Wie oft haben wir Kanincheneintopf gegessen? Okay. Mädchen. Wollen wir eine Runde schaukeln? Geht nicht. Was? Liebe gehören, haut ab. In Liebe, eure Stiefmutter. Okay. Nicht schön. Nette Nachricht, oder? Die möchte man von seiner Mutter haben. Interacting with one part of the mind can sometimes open up new areas of the psyche. Some things, like these doors, can change their state in response to actions taken elsewhere. Sag mal kurz, läuft der Stream gut? Weil ich habe gerade einen roten Balken. Steinchen. Da ist ein Foto. My sister saved me from becoming... Was? Bewahrte mich davor, verschweißt zu werden. Warte. Oh, das sieht geil aus. So war das Spiel, sieht so geil aus. Die haben es überarbeitet. Die Effekte sind geiler geworden. The subconscious doesn't take kindly to intruders and will take every opportunity to feed off of any sensations of anxiety or tension you offer to it. If you can, try to stay calm and peaceful, even in the face of terror. If you can calm yourself, you'll find the subconscious will calm itself too. Okay, auf Deutsch, umso aufgeregter ich werde, umso aufgeregter oder so schlimmer wird's. So war das Spiel, ist auch im VR jetzt verfügbar, ne? Kannst du dir vorstellen, dieses Spiel in VR zu spielen? Here's an example of a particularly buried memory. Some details of a given trauma can be especially tenacious, but by gently and cleverly listening to the clues the mind gives you, you will find all you need to work through it. Just think of it as a puzzle for you to solve. When you focus on these puzzles, make a right-click motion if you need to break your concentration. Oh Gott, das war doch auch so schwer. Wie war das noch?
dran? Nee. Nee, das bleibt da. Oh, wie kam er da noch dran, jetzt so war? Also mein Mikrofon ist schon sehr laut gestellt. Lauter sprechen kann ich nicht, weil die sonst hier Optionen. Ich könnte aber das Spiel ein klein wenig leiser stellen. So. Zurück. So. Wie war das noch? Kam ich da jetzt dran? Nö. Oh, wie kam ich denn da dran? Oh, wie war das denn? Ich weiß es nicht. Nee, der muss unten sein. Der muss unten sein. Nee, eigentlich nicht, ne? Irgendwann ging da automatisch dieser Arm runter. Nee, so war das nicht. Ach, stimmt ja, das war andersrum, ne? So war das, genau. Ah, danke, Zora. Nie haben die Vögel für uns gesungen. Danke. Ah, Gott. Dass du das noch weißt. So, immer schön den Brotkrumen folgen, ne? Also ich kann mir gut vorstellen, wenn ich hier als VR durchlaufen müsste, ich würde mich, glaube ich, einkacken. Oh yeah, jetzt geht's los. Wer bist denn du? Scharf, oder? Da hinten ist das nächste Bild. Nein, ich guck. Ein schreckliches Feuer brannte unser Haus nieder. Okay. While neuroprobing, your consciousness is lost deep inside the subconscious mind of the client. Though this is a journey that you must make alone, we at the Neurostalgia Institute take the safety of our neuroprobers very seriously. If you need to access any of your neuroprober tools or pull your consciousness free, press your finger where an escape key might be. This will bring up your neuroprober tools and you can proceed as needed from there. Okay, also wenn du Pause machen willst, kannst du halt Escape drücken. Ich stelle mir das nur ein bisschen schwierig vor, wenn du VR spielst. Typen. Oder
Das sah aber eher aus wie Horror-Püppi. Okay, jetzt ist... Da, bitte? Okay. Können wir hier rein? Nö. Jetzt gehen wir mal schauen. Wir haben ja nur 5 Bilder. Achso, wir sollen das jetzt sortieren, ne? So. Was war da? Vielleicht das zuerst. Achso, das geht gar nicht. Wir müssen 10 Bilder finden, ne? Sind wir irgendwie falsch abgebogen? Ich glaube, wir waren noch nicht fertig. Ach so, noch eine Runde. Do you remember when I mentioned that the client's subconsciousness can feed off of your fear? Some uniquely vulnerable areas can be very sensitive and dangerous. When you place your consciousness in another's subconsciousness, there is a risk of you getting hurt, of the pain and turmoil of the client's psyche drawing your own mind into its agony. You must be brave in these areas despite the risk. You must stay calm. Should you let your fears get the best of you, it will be incredibly difficult to proceed unharmed. Alles klar. Ich hatte mich ja jetzt nicht umgesehen. Was ist das Muster hier? Wo musste ich denn noch lang? Ruhe da hinten. Oh, das ist fies. You can even pick up and walk around with some objects. To do so, interact with it, and then start walking while holding on to it. Was kann ich denn hier hochnehmen? So. Ah. Guck mal, so ging das. So, Nummer 1. Davon gab es, glaube ich, noch 2, ne? Wann war hier gerade eine Gruppe? Hä? Oh, mitten ins Gesicht. Hi. Also das sind schon böse Geräusche, wenn ich mir überlege, ich müsste das hier VR spielen. Ich glaube, ich würde mir sowas von einscheißen. Aber sowas von. Oh, guck mal. What? Ach, Puppi. Ja, wo bist denn du, Puppi? Puppi hat gerade ihren Kopf rausgeworfen. Was ist denn jetzt? Schnee? Oh. Ach, Puppi, hör auf. Was ist das? So. Das hat aber geleckt. Oh. Haben wir noch keine Bilder gesehen, ne?
Das ist noch ein Ofen. Remember, this is just a simulation created by the Neurostalgia Institute. The psyches of actual clients will likely be more complex and often much more terrifying. Ja, ich weiß, dass es noch wesentlich erschreckender sein kann. Nicht so wahr? Erinnerst du dich? Das Haus war eine Falle. Hier wurden Kinder gekocht und gegessen. Okay. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch. Sie führte uns in den Wald, wo wir sterben sollten. Aber wir hinterließen eine Spur, um unseren Weg nach Hause zu finden. Einmal haben wir uns wirklich verlaufen. Oh, das knatscht. Da sind keine. Ach, guck mal da, nächste. Oh, gucke mal, Candy. Jetzt wird schön. When your consciousness is in another's subconsciousness, your psyches will inevitably intermingle. Just as the client's mind can affect you, you will see parts of yourself reflected in the mind of the client. Tread lightly and tread carefully. Okay, geh vorsichtig. Was bin ich? Komme ich hier irgendwo lang? Nee, hier komme ich nirgendwo lang. Ich muss da lang. Was liegt denn da? Ein Stofftier? Jo. Da lag ein Stofftier. Hä? Ich hatte eigentlich eher das Gefühl, dass ich nach oben muss. Ah, da. Ein Holpriger. Die tote Eule. Ja. Okay. Ja. Totes Eichhörnchen. Schade, dass man nicht zoomen kann. Oder? Nee. Yummy. At Neurostalgia, we take great measures to ensure our neuroprober's safety as best we can. However, you are about to proceed through a highly dangerous area that you must face alone. If the client's subconscious becomes too volatile, you will be automatically removed from this area of the mind and taken to a safer area of the mind. Use this as an opportunity to collect yourself. When you're ready, you will be able to easily return to where you left off to battle the darkness and chaos that has taken root in the client's subconscious. Warte, oh, nein, nicht hier. Mach das Spiel auf. Grafik. Ein bisschen heller. Musst du mir gleich mal sagen, ob das, so, ist glaube ich jetzt ein bisschen heller, ne? Ich wurde im Schlaf von einem Tier gebissen. Okay. Guck mal, Ina, Cookies. Riesige Cookies. Oh ja, das Rätsel war super.
Oh Gott. So, was weißt du noch? Eins, zwei, drei. Oh. Wir sind übrigens verletzt. Mal gucken. Bei jedem zweiten Mal können wir... So, jetzt gehen wir hoch. Oh, wo mussten wir nochmal hin? Ich weiß das gar... Ach so, an die Karte mussten wir, ne? Ich bin im Ofen. Ja. Also ich kann mich jetzt nicht bewegen, außer... Nein! Boah, das muss doch ja so krass sein. So eine Hand da raus. Ich habe die Hand gegriffen. Also man kann auch in diesem Spiel sterben. Es war mein schlimmster Geburtstag. So, ab ins Boot. Das erinnert mich so an Adams Venture. Oder? Die Dinger haben wir ja gerade alle ausgemacht. Können wir gar nicht. Wir hatten uns verlaufen, aber wir fanden ein nett aussehendes Haus. Ach. Guck mal. Mal gucken. Kommen wir hier noch rein? Nee. Aber ich glaube, wir haben alle, oder? Ja. So, meine Lieben. Jetzt wird gebastelt. Na? Also, wir haben ja jetzt hier... wurde im Schlaf von einem Tier gebissen. So. Dann haben wir hier
Also, unsere Stiefmutter konnte uns nicht leiden. Sie führte uns in einen Wald. Wir hatten uns verlaufen. Ich glaube, das war so, ne? So. Und meine Schwester... Komm, erzähl. Also die Ladezeiten sind immer noch nicht besser, Sora. Oh my God. Oh my God. It's all rushing back to me. It's so awful and I don't want to remember, but yes, I now know the face of my demon. My sister and I, we were taken out into the woods by my stepmother for one of her nighttime walks. We'd usually find our way back by leaving a trail of whatever we could grab before the walk. Marbles, pieces of paper, even pebbles. However, one night, she took us deep, deep into the woods. We brought some bread to leave a trail of crumbs, but all the forest creatures must have eaten them. We were lost, so lost. We tried to find our way back, but it was so dark, and we were in a very strange part of the woods. We were lost for days, hungry and tired. We finally found a house and were so hopeful that someone might be able to help us. That house, though, that house was no ordinary house. It looked like candy. And there was something off about it. We shouldn't have gone in, but we did. It was a prison for lost children like us. There was a woman in the house who would fatten her prisoners up and try to eat them, and that was going to be our fate. I was first. She tricked me into getting close to the oven, and before I knew it, I was inside. If it weren't for my clever sister Gretel pulling me out in time, I would have been burned alive. We escaped that house and found our way home. After that, things started to get better. Our awful stepmother passed away and my family came into some wealth. Oh ja, ich leuchte. Ich seh's. I guess we just forgot about those events. I mean, how could you live with those images and memories inside your mind? Then again, they were always there. The old woman still torturing us beyond memory, beyond time. However, I can now confront my past, confront this trauma. Thank you. It is better to know than not to know. Aber ob ich das nächste noch hinkriege, ich weiß es nicht. Da habe ich mir damals schon so einen abgebrochen. Da musste ich damals bei iFears spicken gehen. So. Ja. Das mit dem Laufen klappt natürlich jetzt erstmal wieder nicht. Wenn ich das schneide, werde ich das rausschneiden. Aha. Wir können laufen. So. Gehen wir mal an unseren Terminal. Patient aussuchen. So. Guck mal hier. Das ist neu, das